Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin Chris und ich besuche jetzt mal den Jan, denn Jan hat was ganz Neues für sich entdeckt. Und zwar hat er ja keinen Bock, seinen Rasenmäherroboter sauber zu machen. Die Erna, wer Erna nicht kennt, ist ein kleiner Rasenmäherroboter. Wie heißt es denn? Erna. Okay, Das ist unsere Erna, Ja. ne, treue Biene. Ja, die wird jetzt fleißig für uns mähen. die schlittert jetzt nur noch hin und her. Es hat geregnet, aber trotzdem, er macht sie einfach nicht sauber. Hat er sich gedacht, ey komm, ich besorge mir mal so ein paar Spikes, klemm die unter meinen Rasenmäherroboter und dann wird das schon. Ob es wirklich so ist, erfahren wir gleich. Und dann gestern Abend, ne, ich glaube irgendwie 8:30, knattert das hier wie Sau. Da dachte ich, welcher Idiot macht jetzt noch die Rüttelplatte an? Da war das der Nachbar mit seinem Rasenmähertrecker. Der baut da an seinem Tiny House weiter. Und. Hey Jan, was ist denn hier los? Moin! Tag der offenen Tür oder was? Ja, so ist es. Komm rein. Deine Mama hat angerufen. Soll ich wieder nach Hause, oder? Lass wieder nach Hause. Ja. Was machst du denn da? Edelstahl-Spikes. Für die Erna? Für die Erna. Aber ein bisschen sauber gemacht hast du sie jetzt schon, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Eben hier den groben Schmutz runter. Oh, auf die neue Werkbank. Ja, das ist eine Werkbank, da wird drauf gearbeitet. Die habe ich mir hier bestellt im Internet. Ja. Schön Edelstahl. Ein Satz 35 Euro. Habe ich aber auch schon mal günstiger gesehen. Ja, aber das ist dann kein Edelstahl. Ich wollte ja Edelstahl haben, damit du wirklich Ruhe hast. Ne? Dann muss ich doch mal bei eBay gucken. Ich glaube, die waren da ein bisschen günstiger. Du hast die wieder abzocken lassen. Ja, ja. Denkst du, Wahrscheinlich. zahlst wieder ein bisschen mehr, kriegst eine bessere Qualität. Na? Gucken wir mal, ob das auch wirklich so ist. Bessere Ware, genau. Ja, aber die Reifen sind doch ganz sauber jetzt. Ja, habe ich sauber gemacht. Ich habe ja das Problem, dass sich die Reifen hier mal dicht setzen Ja. und dann gräbt er sich quasi immer selber ein und dreht auf die Spur und kommt nicht wieder raus. Ja, der gräbt sich nicht ein, der schlittert hin und her. Ich sehe das ja abends immer. Und Ja. die tut mir wirklich höllisch leid, die Erna. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Das Ding ist einfach nur zum Arbeiten da. Das soll nur knechten, rund um die Uhr. Sieh bei deiner Frau. Apropos Frau, wo ist die eigentlich? Ich glaube, die macht dein Essen. Sehr gut. So, jetzt hast du da zwei so eine Edelstahl-Spikes. Edelstahl. Ich muss da kleine Löcher reinbohren tatsächlich. Erlischt da nicht die Garantie? Welche Hast du Garantie? da schon mal drüber nachgedacht, dass du da jetzt deine Garantie quasi für opferst? Ach was, kann sie auch anstellen. Das erinnert mich damals, als ich noch in der Jugend noch Fußball gespielt habe. Untere Schuhe oder? Unter die Schuhe, weil Fußball war ja nicht so deins. Allgemein Sport war ja nicht so deins. Sieht man das oder? Nein, du bist eher so der Radfahrer, ne? Ja, das- E-Bike-Fahrer. E-Bike-Fahrer, ich bitte dich. Ja, das muss da irgendwie so annähernd gerade drauf ausgerichtet werden. 5 Löcher bohren und dann die Schrauben da rein. Jetzt habe ich einen Bohrer, einen kleinen Bohrer, gebohrt und Schrauben rein. Wo ist denn dein Kinderspielzeug? Ja, das mache ich mit meinem Kinderspielzeug, genau. Ach, scheiße. Was ist denn jetzt? Ach, mir fehlt ein Bohrer. Ich muss mal eben ganz kurz rein. Jan läuft mal eben rein, holt seinen Bohrer. Ich habe es euch ja beschrieben, es ist wirklich schlimmer, als ich gedacht habe. Die arme Erna, guckt euch das an. Komplett runtergerockt. Da bin ich wirklich sprachlos. Also, boah. Zumindest hat er die Messer mal wieder frei gemacht. Das letzte Mal, als ich runtergeschaut habe, waren die auch noch komplett fest. Und da erzählt er mir was von, ich kaufe das Ding bei Obi. Ja, da kriege ich eine schöne Wartung for free. Also wenn die das sehen in der Wartung, ich glaube nicht, ob die das machen. Also, keine Chance. Bist du ja wieder. Kannst du die Reifen da nicht abnehmen irgendwie, oder? Da habe ich keine Lust zu. Man muss nicht immer alles so genau nehmen, Chris. Nö. Und wenn die Erna nachher irgendwie so fährt oder so, ne? Guck mal hier so, Ja. weißt du ganz genau, da wurde wieder schlecht gearbeitet. Aber ja, hast du eigentlich auch gehört, dass Montana Black 2,5 Millionen verdient im Jahr? 2,5 Millionen. Ich bin so froh, dass ich einen vernünftigen Job habe. Stell dir vor, ich wüsste gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ich hasse diese geringen Verdiener. Oh, was ist hier los? Soll ich mal festhalten? Nee. Willst du nicht jetzt schon mal eine Schraube reinmachen, dann verdreht sich das irgendwie nicht mehr. Schraub das fest, Jan. Kommt gleich. Dann rutscht das nämlich nicht mehr weg. Ja, ich weiß schon, was ich da mache. Glaub mir, ich bin Vollprofi. Du bist Vollprofi. In Bohren kenne ich mich aus. Ich dachte, Nageln ist eher deins. Hast du gestern Abend noch Harry Potter geguckt? Du denkst auch, ich bin so ein typischer Deutscher, der Unterhemd und Badelatschen auf dem Sofa liegt und sich immer ein Bier reichen lässt, ne? Und ich lag schön auf dem Sofa, Füße hoch, Bier in der Hand, Frau an den anderen Arm und dann dachte ich, ja geil, schön entspannt. Warte kurz. Ich glaube, das Schuhwerk spricht für dich. Nichts gegen Adiletten, ne? Das Ist wird auch sportlich wirken. Ist so. Aber die ziehen sich nicht irgendwie hundertprozentig fest. Ja, du hast ja auch kein vernünftiges Gewinde.
Du hast wahrscheinlich die Löcher auch zu groß ausgebohrt. Sieht das aus wie eine metrische Schraube? Dafür brauchst du kein Gewinde. Außerdem, die waren dabei. Ach, warte, da ist noch ein Gummi im Weg. Da unten ist eine Gummilippe noch, die da immer gegenschlägt. Auf der anderen Seite ist sie nicht. Mal mit einem Seitenschneider. Hol doch die Kettensäge, Jan. Oh. Mach das doch mit der Kettensäge. Wenn ich eine hätte, würde ich es machen. Und wenn ihr Tag 1 der Erna noch nicht miterlebt habt, haben wir ein Video zugemacht. Verlinke ich euch hier nochmal. Da war was los, sage ich euch. Guckt es euch an. Ich will nicht immer dieses geht nicht hören. Geht nicht, geht das nicht, geht das nicht. Nee, einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Ja, ich glaube, du brauchst ein Skalpell. Oder hättest du die Reifen mal abgebaut? Oder einfach mal einen größeren Seitenschneider. Drittes Werkzeug. Du Aha. hast aber auch Endgegnerwerkzeuge. Und? Da ist er. Wird der Patient überleben? Nee. Ja, guck mal hier, professionell. Guck's dir an. Läuft wie ein Uhrwerk. Wie ein Uhrwerk. Ist also auch eine Beschreibung, dass man dafür den Works zerstören muss? Nö. Was heißt zerstören? Das ist ja nicht zerstören, das ist ja einfach Sport abnehmen, ne? Pimp my Works. Pimp my Works. Das Ding braucht halt auch ein bisschen Liebe. Hab's zwar nicht so mit dem Saubermachen, aber. Ne, das haben die Zuschauer noch gar nicht gehört, dass du nicht so. Ach so. Dass Hast schon gelästert oder was? Nee, ich habe das nur schon mal angeteasert, dass du mit deinem Werkzeug nicht so vernünftig umgehst, wie man es vielleicht machen sollte. Es muss nicht immer alles gut aussehen, es muss einfach nur funktionieren. Ja, man bauen wir auch was zusammen. Wollen wir mal ein Lego zusammenbauen? Ich habe da noch ein paar Züge. Hast du auch Anleitung? Ich habe auch Anleitungen. Dann könnten wir das mal machen, ja? Ich habe voll Bock auf so einen Stream mit dir, wo wir Züge bauen. Züge bauen. Früher gab es ja mal Unterwasserwelten. Das finde ich cool. Unter Wasser? Ja, ich glaube, unter Wasser finde ich cool. Piraten ist auch cool. Piraten sind richtig cool. Schön mit Holzbein. Hat was. Aber was wäre dein Piratenname gewesen? Was haben die denn für einen Namen? Weiß ich nicht. Jan Longsack? Jan, der mit dem längsten Säbel. Der mit dem längsten Säbel. Oder Der Dreibeinige. der Dreibeinige, das ist auch super. Ja, ich würde mal sagen, sind dran, ne? Sieht auf jeden Fall stiftig aus. Was meinst du, wollen die mal laufen lassen? Was Oder? machst du vorne ran? Vorne ist Stacheldraht oder so. Irgendwas Cooles muss da noch ran, Jan. Ne, da muss so ein Arm dran. Stimmt, der mal mit einem Hammer. Ja, Ein Hammer. genau. Ein Hammerschlag. Ja. Ein Hammerschlag. Ja, reicht jetzt aber auch wieder für 2 Jahre. Oder wie oft macht man den sauber? Wollen wir jetzt mal auf den Rasen? Ja. Lass mal auf meine Weide. Bevor wir rausgehen, muss ich euch eins noch mal zeigen. Hier, Bierkiste. Geiles Teil. Kann man mitfahren. Da ist eine Motorsense drin. Sehr, sehr geil. Haben wir ein Video zugemacht? Schaut es euch an. Jan, was ist das denn? Sind das Oktober-Erdbeeren oder was? Ja, das sind die guten. Die guten, ja. Und das sind hier die Oktobertomaten. Ja. Kommt bestimmt noch. Hast du eigentlich immer irgendwas zu meckern? Also Erna war richtig fleißig. Oh, ist der richtig schön hoch. Du Idiot, da läuft die doch gar nicht. Da läuft die nicht? Nein. Soll ich mal starten? Warte mal. Auf geht's, ab geht's. Jan, sind wir happy? Ja, so auf den ersten Blick schon, ne? Puh. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass sie sich nicht mehr festfährt. Dann holst du halt noch größere. Noch Spikes. größer? Ja, noch immer weiter, weiter, weiter. Zwillingsbereifung. Alter, das ist es. Möchtest du auch was essen? Hast du Hunger? Heimlich? Soll ich heimlich was essen? Meiner Frau hintergehen? Dann sieht sie das Video nachher im Netz. Klar, wieso nicht?